Der fliegende Elefant. Eine Volkserzählung der Bhil. Ein Zuckerrohrbauer wohnte einst in einem kleinen Dorf. Er arbeitete fleißig auf seinen Feldern und hoffte auf eine große Ernte. Eines Morgens sah er, dass ein großer Teil seiner Ernte fehlte. Am nächsten Tag verschwand noch ein weiterer großer Teil. In der Nacht werde ich wach bleiben, um zu sehen, wer mein Zuckerrohr frisst, dachte der Bauer. In jener Nacht wartete er am Fenster und beobachtete seine Felder. Als der Mond aufging, sah er einen kleinen Fleck am Himmel, der langsam größer wurde. Es war ein Elefant, der direkt auf seine Felder flog. Der Bauer beobachtete mit Erstaunen, wie er herunterflog und begann, sein Zuckerrohr zu fressen. Er ging auf Zehenspitzen hinaus und wartete, bis der Elefant mit dem Fressen fertig war. Als der Elefant begann fortzufliegen, griff der Bauer nach seinem Schwanz, um ihn zu fangen. Bald flog der Bauer über seine Felder und weiter bis ins Paradies von Indras Königreich. Das Paradies war voller schöner Vögel und Blumen. Der Boden war mit silbernem Gras und wertvollen Steinen bedeckt. Bald fand der Bauer das Königsschloss, wo er Indra antraf. »Dein Elefant kommt heruntergeflogen und frisst mein ganzes Zuckerrohr. Jetzt ist meine Ernte zunichte gemacht«, sagte der Bauer. »Es tut mir sehr leid. Bitte, nimm von meinem Königreich, was du willst. Ich verspreche dir, dass er nicht wieder hinunterfliegt und auf deinen Feldern Schaden anrichtet«, sagte Indra. Und er gab ihm für seine sichere Heimkehr seinen Segen. Der Bauer nahm 2 Hände voll Edelstein und kehrte nach Hause zurück. Er baute sich ein neues Haus und wurde ein sehr reicher Mann. Bald wurde das ganze Dorf wegen seines plötzlichen Reichtums neugierig. Eines Tages besuchten einige Dörfler die Frau des Bauern. »Woher habt ihr so viel Geld bekommen? Habt ihr einen vergrabenen Schatz auf euren Feldern gefunden?« fragten sie. Die Bäuerin erzählte ihnen, was passiert war. Am gleichen Abend entschlossen sich die Dörfler, den Elefanten auch anzulocken. »Wenn wir ins Paradies kommen, bringen wir mehr als nur 2 Hände voll mit Edelsteinen zurück«, sagten sie. Sie pflanzten auf einem Feld Zuckerrohr an und eines Nachts flog der Elefant hinunter. Ein Dörfler ergriff den Schwanz des Elefanten und bald flogen die Dörfler in einer Reihe hinter ihm her. Während sie nach oben flogen, redete ein jeder davon, was er mitbringen würde. Schließlich war der Dörfler, der den Schwanz des Elefanten hielt, an der Reihe. »Ich bringe so viele Edelsteine mit«,
erklärte er aufgeregt. Er streckte die Arme weit aus und ließ den Schwanz los. Alle Dörfler fielen zu Boden, einer auf den anderen. Sie sahen dem Elefanten traurig nach, als er in den Himmel verschwand. »Wir sollten uns keine Sorgen machen. Der Elefant wird morgen zurückkommen«, sagten die Dörfler. Aber Indra hörte von dem Streich der Dörfler und ordnete an, dass im Paradies Zuckerrohr angepflanzt wurde. Deshalb brauchte der Elefant nicht mehr hinunterzufliegen. Die Dörfler warteten viele Nächte lang und beobachteten den Himmel. Aber der Elefant kam nie wieder zurück.